Herzlich willkommen auf der ersten Modellbahnausstellung des Modellbahntreff Zollernalb als eigener Verein. Am 20. und 21. August 2022, fast genau ein Jahr nach offizieller Vereinsgründung, war es endlich soweit. Der Modellbahntreff Zollernalb konnte zum ersten Mal seit seiner Loslösung von der Volkshochschule Balingen und der Neuaufstellung als eingetragener Verein die seit 2014 bestehende Tradition, fast jedes Jahr eine eigene Modellbahnschau auszurichten, fortsetzen. In der Turn- und Festhalle Ostdorf gab es dabei einiges zu sehen. Von der großen Modulanlage der Vereinsmitglieder in der Baugröße H0, den Dioramen des Sommerferienprogramms des Vereins und einer Bastelecke für Kinder und Jugendliche bis hin zu einer Modellbahnbörse, bei der Züge, Schienen und Gebäude erstanden werden konnten, war für Groß und Klein etwas dabei. In diesem Video möchten wir den Blick aber zunächst auf das große Modullayout in H0 lenken. Beginnen wir mit dem von Alfons erbauten Modul Bahnhof Balingen, welches trotz der Namensgebung kein Abbild des realen Balinger Bahnhofs, sondern vielmehr ein Gedankenkind des Erbauers darstellt. Sinn ergibt diese Namensbezeichnung trotzdem. Schließlich ist der Modellbahntreff in Balingen-Dürrwangen ansässig. Da ist es recht naheliegend, den einzigen Bahnhof der Modulanlage, der als solcher eine besondere Rolle im Layout annimmt, nach dem Heimatort des Moduls zu benennen. Mit viel Liebe zum Detail sind sowohl der Bahnhof als auch die angedeutete Stadt dahinter abgebildet. Von den Schaufenstern von Fotogeschäften und Boutiquen bis hin zum kleinen Altstadtcafé gibt es viel zu entdecken. Hier inspiziert zum Beispiel ein Arbeiter eine Weiche des Bahnhofs, die zu Ausstellungsbeginn noch Probleme machte. Auch auf dem Bahnsteig ist einiges los. Das regt zum Träumen an. Wohin geht wohl die Reise? Und was ist der Anlass? Geht es zum Urlaub an den Badesee oder doch eher zur Arbeit im Sägewerk? Und während die einen womöglich in den Urlaub fahren, sorgen die anderen am Bahnsteig und im Stellwerk dafür, dass die Züge zuverlässig und pünktlich rollen. Damit das auch auf der Ausstellung funktioniert, muss hin und wieder spontan Hand angelegt werden. Viele Probleme treten eben erst während der Ausstellung auf oder werden erst bei der Ausstellung bemerkt. Schließlich erreichen die Züge auf der Modulanlage doch eine untypisch hohe Laufleistung. Da ist es fast schon vorprogrammiert, dass es nötig wird, einige der Loks nachzuschmieren. Außerdem bereiten leicht verbogene Schleifer gerade an den Modulübergängen Probleme, die auf der Heimanlage gegebenenfalls nicht auftreten. Auch kleinere Beschädigungen, die zum Beispiel während des Transportes oder durch Entgleisungen auftreten können, seien es aus der Schnellsteckvorrichtung gezogene Kupplungen oder sonstige abgefallene Steckteile, können während der Ausstellung beseitigt werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass möglichst alle Fahrzeuge, die die Vereinsmitglieder mitgebracht haben, auch fahren können. Schließlich stellt die Modulanlage für viele die einzige Möglichkeit dar, auch einmal etwas längere Züge fahren zu lassen als zu Hause. Trotzdem gibt es leider immer ein paar Fälle, in denen eine schnelle Lösung vor Ort nicht möglich ist. So mussten bei der Ausstellung am ersten Tag einige Züge aus dem Verkehr gezogen werden, die Probleme bereiteten. Das trug dankbarerweise dafür Sorge, dass der Zugverkehr am zweiten Ausstellungstag deutlich flüssiger lief. Nach ihrer Wartung ist die bayerische GT2 wieder einsatzbereit und rollt hier über das Kurvenmodul Gartenschau. Auf 1,20 Meter auf 1,20 Meter stellt der Erbauer Michael ein Gartenparadies dar. Neben einer Monorail, mit der die Besucher die Gärten von oben bewundern können, findet sich hier auch ein Pavillon, der sowohl ein Gewächshaus als auch ein Café beherbergt, sowie eine Liveband, die die Besucher der Gartenschau unterhält, während sie mit Kost und Trank versorgt werden.
Für Besucher auf der Suche nach einer Herausforderung gibt es auch ein Heckenlabyrinth, in dem der ein oder andere sicher etwas länger verbracht haben mag. Im Modullayout schließt sich linksseitig an die Gartenschau direkt das Modul Bergsee an. Dieser stellt mit Sicherheit ein beliebtes Ausflugsziel unserer Miniaturweltbewohner dar, wobei er trotz direkt vorbeiführender Gleise in Ermangelung einer Haltestelle leider nicht mit dem Zug erreichbar ist. Dafür sind viele mit dem Auto und teils auch mit dem Wohnwagen angereist, um am See zu campen und die Freizügigkeiten des Lebens zu genießen. Dass es sich einige der Miniaturfiguren nicht nehmen lassen, im See nach Abkühlung zu suchen, können wir nach dem diesjährigen Sommer mit Sicherheit nachvollziehen. Hoffen wir mal, dass alle daran denken, regelmäßig Sonnencreme aufzutragen. In der Gestaltung der Module scheint sich neben der Urlaubslust auch die Nähe zur Schwäbischen Alb niedergeschlagen zu haben. So finden sich auf einem großen Teil Bergszenerien mit Gipfelkreuz oder Aussichtsturm, die Ziel für die kleinen Wanderer im Maßstab 1:87 sind. Außerdem schmiegen sich sowohl kleine Schutzhütten als auch einige Kletterer an diverse Berge auf verschiedenen Modulen. Selbst auf einigen Dioramen des Ferienkurses sind Wanderer, Berge und Berghütten abgebildet. Leider macht die Realität auch vor der Modellbahn nicht Halt. So findet sich auf dem Modul Durlesbach auch eine Szene, die die Bergrettung in Aktion zeigt. Hoffen wir, dass es für die in Not Geratenen nicht so makaber ausgeht wie für den Geißbock in einem wohlbekannten Lied, in dem die Ortschaft erwähnt wird. Auch den Bahnhof Durlesbach, wenn auch hier Modell eher ein Haltepunkt, hat der Erbauer Hans abgebildet. Damit die Unfallzahl, zumindest im Bahnbetrieb auf der Modulanlage, möglichst gering bleibt, sind während der Ausstellung stets einige Vereinsmitglieder hochkonzentriert dabei, um an einer der 6 Bedienstellen die Züge zu steuern. Gefahren wird auf dem Layout der Erwachsenengruppe des Vereins analog. Daher muss darauf geachtet werden, dass sich auf jedem elektrisch getrennten Streckenabschnitt stets nur ein Zug befindet, da es im Gegensatz zum digitalen Betrieb sonst nicht möglich ist, die Züge einzeln anzusteuern und somit Kollisionen zu vermeiden. Die hohen Hintergründe der Module, die für die Zuschauer eine bessere Immersion in die Modelllandschaft erzeugen, stellen dabei für die Betreibenden der Anlage eine zusätzliche Herausforderung dar, da die Strecke durch sie schlechter einsehbar ist. Außerdem sorgen sie dafür, dass weiter außen liegende Bereiche der Module von hinten schlechter erreichbar sind, sodass es von Zeit zu Zeit nötig ist, ein Vereinsmitglied von außen um die Anlage zu schicken, um entgleiste Züge wieder aufzustellen. Lassen wir nun den Blick vom Modul Bahnhof Balingen zum Modul Brücke des Erbauers Walter schweifen. Neben der blauen Eisenbahnbrücke, die mit Sicherheit ein tolles Fotoobjekt darstellt, finden sich hier einige kleine Szenen, die dazu anregen, die eigene Fantasie anzustrengen und sich Geschichten zu den Protagonisten auszudenken. Was haben die Punks mit ihren Bierkisten unter der Brücke wohl angestellt, dass die Polizei kommen musste? Oder hat diese nur einer der Arbeiter alarmiert, weil er neidisch und unzufrieden war, dass andere feiern, während er arbeiten muss? Neben der Brücke scheint jemand auf jeden Fall sehr unzufrieden zu sein. Warum der Mann auf das Kind wütend ist, lässt sich nur spekulieren. Bemerkenswert ist jedoch, dass einige zuschauen und keiner eingreift. Hoffen wir mal, dass das daran liegt, dass der dargestellte Zeitpunkt in der Vergangenheit liegt und nicht daran, dass die Modellmännchen keine Zivilcourage besitzen. Im
Ausstellungslayout zwischen Bahnhof Balingen und Brücke gelegen, befindet sich das Modul Feuerwehrhaus. Passenderweise hat der Erbauer Helmut hier nicht nur das Feuerwehrhaus selbst, sondern auch das Ostdorfer Spritzerfestival verewigt, welches parallel zur Modellbahnschau genau vor den Türen der Festhalle stattfand, sodass die Besucher des Feuerwehrfests die Modellbahnausstellung besuchen konnten und die Modellbahnausstellungsbesucher das Spritzerfest. Traten beim Spritzerfest Gruppen von Feuerwehrleuten bei einem Hindernisparcours gegeneinander an und wie im Modell gab es auch in der Realität gute Verpflegung. Anders als im Modell kam die Rote Wurst aber vermutlich nicht von der direkt benachbart liegenden Metzgerei auf dem gleichnamigen Modul von dem gleichen Erbauer wie dem Feuerwehrhaus. Allgemein scheint hier alles sehr regional zu sein. So verkauft ein kleiner Stand Schwarzwälder Spezialitäten direkt neben einem Bauernhof, von dem vermutlich auch die Schweine für die Metzgerei stammen, die wiederum den Stand beliefern könnte. Vom Schwarzwaldbauernhof zum Schweizer Bauernhof sind es in echt wohl ein paar Stunden Autofahrt, im Modell allerdings nur wenige Meter. Auf dem Modul von Kurt finden sich neben dem namensgebenden Bauernhaus samt Bauernfamilie, die ihren Alltagstätigkeiten nachgeht, auch eine liebevoll gestaltete Passstraße, auf der vom roten Porsche über eine Straßenwalze, eine G-Klasse und Motorradfahrer bis hin zum gelben Postbus einiges zu entdecken ist. Und während die einen in der Kapelle den Gottesdienst besuchen, feiern die anderen ausgelassen im Ortskern des beschaulichen Schweizer Dorfes. Während die einen feiern, müssen die anderen arbeiten. Beispielsweise in dem im Modullayout gleich neben dem Bahnhof Balingen gelegenen Schrotthandel oder an der ebenfalls auf diesem von Alfons erbauten Modul gelegenen Güterverladerampe. Alternativ bietet sich als Arbeitsplatz für unsere Miniaturbewohner der Steinbruch von Helmut an. Schließlich gibt es hier einiges zu tun, sei es das Fahren des Abbruchbaggers oder der Abtransport der Steine mit dem Lastkraftwagen. In einer kleinen Hütte neben der Steinverladung finden auch die Planer und Koordinatoren des Steinbruchs ihren Platz. Direkt rechts davon schließt sich das Modul Sägewerk von Friedhelm an, auf dem ebenfalls fleißig gearbeitet wird. Äußerst beeindruckend, mit einer Größe von 293 auf 60 cm präsentiert sich direkt im Anschluss das Modul Bahnbetriebswerk Kehrschleife, ebenfalls von Friedhelm. Besonderheit ist hierbei, dass im Bereich des Betriebswerks digital gefahren wird. Lediglich die das Betriebswerk umschließende Wendeschleife, die als Abschluss des Anlagenlayouts dient, wird analog betrieben.
Neben einem Stellwerk befinden sich hier auch eine Lokwerkstatt und ein dreiständiger Ringlokschuppen, welcher über eine Drehscheibe angebunden ist. Sorgen Mitarbeitende im Bahnbetriebswerk im Modell für die Bereitstellung von Lokomotiven, so sorgen auf der Ausstellung die Vereinsmitglieder am Einsatzbahnhof für den Zugeinsatz. Der Einsatzbahnhof, der bis zu 16, maximal 2 Meter lange Züge fasst, stellt dabei das Herz der Anlage dar. Über ihn wird gesteuert, wie viele Züge sich aktuell im Layout befinden und welche Züge in welcher Reihenfolge fahren sollen. Dabei gleicht es einer Gratwanderung, das richtige Verhältnis von Zügen auf der Anlage zu finden. Zu wenig Züge und den Streckenwärtern sowie Besuchern wird es langweilig und zu viele Züge und es kommt zu Zusammenstößen, Staus und allgemeinem Chaos. Damit sich die Bedienenden des Einsatzbahnhofs völlig auf ihre koordinierende Aufgabe konzentrieren können, ist das Stellpult als eine funktionale Fahrstraßenschaltung ausgelegt. So genügt das Anwählen des Zielgleises per Knopfdruck und das einzelne Schalten der Weichen entfällt. Dazu kommt, dass die Weichen in der Ausfahrtsrichtung einfach aufgefahren werden, also gar nicht geschalten werden müssen. Kommen wir abschließend zum letzten Modul des diesjährigen Layouts, das in diesem Film Erwähnung findet. Das Modul Moorlandschaft von Friedhelm. Hier sind sowohl der Torfabbau im Moor als auch die touristische Seite desselben dargestellt. Spielen nun auch wir Tourist und tauchen für ein paar Minuten ein in das Geschehen im Modell.
Wie bereits zu Beginn dieses Films erwähnt, gab es auf der Ausstellung nicht nur die Modulanlage der Erwachsenen im Verein zu sehen, sondern auch die Dioramen des Ferienprogramms. Dabei hatte jeder Teilnehmer sein eigenes Diorama mit Berg, Haus, Wiese oder was sonst an Ideen auftrat, auf einer Fläche von etwa 40 auf 60 cm gebaut. Diese wurden für die Ausstellung entlang extra dafür vorgesehenen Gleisen nebeneinander aufgereiht, sodass eine Art eigene Modulanlage entstand. Gefahren wurde auf dieser so entstandenen Anlage selbstverständlich auch. Im Gegensatz zur Anlage der Erwachsenen kommt auf den Anlagen der Jugend und der Anlage des Ferienprogramms allerdings Digitaltechnik zum Einsatz, sodass jeder mit seinem Handy oder einem Funkhandregler die Züge fahren kann und keine Gleistrennstellen nötig sind. Leider war die Jugendanlage des Vereins dieses Mal nicht bei der Ausstellung dabei, sodass der Fahrbetrieb eher eingeschränkt stattfand. Für mehr Informationen zum Ferienprogramm besuchen Sie bitte unsere Webseite www.modellbahntreff-zollernalb.de. Für all diejenigen, die durch die Ausstellung in Bastellaune gebracht wurden, gab es die Möglichkeit, sich in der Bastelecke etwas auszutoben. Dort war es unter anderem möglich, kleine Modellhäuser oder andere ausgewählte Kleinbausätze zusammenzubauen. Leider fehlt es an Bildmaterial von den Bausätzen, sodass wir hier nur Bilder der Bastelnden aus der Ferne zeigen können. Wer hier viel Spaß am Basteln gefunden hat, sollte sich überlegen, ob er nicht unserer Jugendgruppe beitreten möchte, die aktuell 6 Mitglieder umfasst und sich im 14-tägigen Rhythmus in unserer Modellbahnwerkstatt trifft, um an der Modulanlage der Jugend weiterzubauen. Jeder sein eigenes Modul. Auch wenn die Jugendanlage diesmal nicht bei der Ausstellung vertreten war, gab es doch immerhin 3 Module der Jugendgruppe zu sehen, sodass man sich ein Bild machen konnte, was das spätere Ziel sein könnte. Bevor man allerdings mit seinem ersten Modul anfängt, empfiehlt es sich im Allgemeinen zunächst ein kleines Diorama zu erstellen, an dem man sich ausprobieren kann. Selbst als erfahrener Modellbahner ergibt es Sinn, neue Techniken nicht an Modulen, sondern an kleinen extra dafür gefertigten Werkstücken auszuprobieren. So gab es auf der Ausstellung zum Beispiel die Gewässerstudie des Vereinsmitglieds Andreas zu sehen. Natürlich ist es nicht verpflichtend, ein Modul zu bauen. Wie hier zu sehen, kann man auch unabhängig von der Eisenbahn eine eigene kleine Miniaturlandschaft errichten. Auf dieser Miniaturlandschaft ist zum Beispiel das ländliche Leben und Arbeiten abgebildet.
Bei uns im Verein ist, entgegen dem vermutlich bisher entstandenen Bild, nicht nur die Spurgröße H0 vertreten, auch wenn diese den Großteil ausmacht, sondern zum Beispiel auch die Spurgröße Z. In dieser ehemaligen Globusbar hat Vereinsmitglied Jürgen ein kleines Winterparadies mit Dorf, Kirche und Weihnachtsmarkt im Maßstab 1:220 verwirklicht. Das war die Modellbahnschau 2022 in Ostdorf. Für mehr Informationen zu unserem Verein schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Hier finden Sie unter anderem auch Berichte über vergangene Veranstaltungen und eine Sammlung von Bildern unserer Module. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.